Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ihr wundert euch ja immer beim Angeln. Wie das Angeln funktioniert, habe ich ja schon in einem vorigen Video erzählt. Ihr bekommt, wenn ihr ja angelt, bekommt ihr ja solche komischen Flaschen und hier auch diese komischen Reben raus. Da fragt ihr euch immer garantiert, was kann ich damit tun? Das ist neuerdings alles mit Wein. Das hat alles mit, wie ihr ja seht, hat das ja alles schon logischerweise ein bisschen mit Wein zu tun. So, also früher gab es hier für Kartoffeln, Kartoffelschnaps oder so zu machen, gab es das Ding. Für Getreide zu veredeln oder Getreidewein oder Schnaps auch zu machen, ist das Ding hier. Das gibt es zwar noch auf verschiedenen Märkten noch zu holen, aber ich meine mal zu behaupten, ganz neu gibt es nicht mehr. Und hier ist dann für Honig, ne? Und hier ist dann nee, das ist für Kartoffeln auch, ja, Kartoffelwein zu machen, glaube ich, zu wissen. Und das war, glaube ich, für Kartoffelschnaps zu machen. Ähm, Das hat sich alles verändert. Ja, ich nehme mal alles weg, was sich verändert hat. Ja. Und zwar hat sich das verändert und hat ein Symbol gemacht und das sind diese Dinger. Ne, das ist das Neu. Ne? Wenn wir mal hier draufklicken, dann sehen wir Garabes. Ich sag's wieder falsch aus, aber mein Englisch, ihr wisst, ja, damit habe ich noch Probleme. Bekommt ihr hier aus diesem Wein. Ja, aus diesem kleinen Wein-Dingern, was es heutzutage gibt. Ja, ähm, und dann gibt's Quain, ne, und Kakao, ne, gibt's auch, könnt ihr auch da drinne veredeln und zu Schnaps und zu Wein machen. Diese ganzen, ähm, ähm, diese Reben hier, dieses Reben und Veredeln und so weiter und so fort, hat nichts mit diesem komischen Baum hier zu tun. Ich rede den immer aus, diesen Kala, ähm, Kalananet oder wie sie es auch immer heißen, ne, hat überhaupt nichts damit zu tun. Ne, also nehme ich ihn auch weg. Dieses Feld hat auch nichts mit diesen Reben da zu tun, also auch weg. Ja, so. Wenn ihr zum Schluss dieses, dieses hier hat noch auch mit diesen Bäumen zu tun, ne? Also auch weg. Ähm, Hier so, dann habt ihr das neue Ding, das ist neu, ja, das gehört dazu, ist neu. Und ich muss mal gucken, dann gibt es, ich habe immer schön alles eigentlich sortiert, aber dann doch nicht ordentlich. Ich muss mal gucken. Das ist wieder so ein Baum, ja. Ähm, ja, da wollte ich hinaus. Also, es gibt ja hier dann noch zusätzlich für Weinflaschen zu machen, ne? Ähm, um da dann, äh, da komme ich auch noch mal drauf zu kurz. So, und dann gibt es, ja, genau, das Ding noch dazu. Genau. Ähm, und dann gibt es noch dieses Ding. Ja, es hat sich in Wein unheimlich vieles auf eine Art und Weise zum Positiven, aber für mich in meinen Augen zum Negativen, weil es ist einfach zu viel Aufwand. Es ist ein Unmengen Aufwand, was man an Energie verbrauchen. Wer da Spaß dran hat, an den ganzen Wein machen und tun, um Gottes Willen, den will ich den Spaß hiermit nicht verderben. Aber für mich persönlich, immer,
in der Hinsicht nehme ich das mal ein bisschen für mich, ja, und viele werden auch wieder sagen, ich verhalten, aber für mich persönlich ist es zu viel. Weil es hat ja nicht nur damit zu tun, das zu angeln, ja. Man muss ja hier diese Reben erstmal, natürlich braucht alles viel Zeit und Geduld. Das ist Nummer eins, ja. Nicht wundern, ihr wisst ja, ich bin ja Katzen, neuerdings züchte ich Katzen, da kann öfters mal Werbung aufploppen. Ähm, Das alles hat mit viel Zeit und Geduld zu tun. Ja, so. Ihr bekommt ja, wie gesagt, diese Reben. Diese Reben müsst ihr auspacken, also entpacken, ne? Inventar kopieren. Ihr seht hier 1 von 4. Ne? Ich sehe auch gerade, dass es anscheinend auch wieder ein anderer, der hat dann, wenn ich es rausretze, einen anderen Namen. Ne? So. Das muss ich dann davor retzen, ja, und klicke dann hier auf ich nenne es einfach Gewächshaus. Also für mich sieht es aus wie ein Gewächshaus, ja. Es ist so total auf eine Art und Weise wirklich süß gemacht. Die Idee dahinter ist süß, ne, ist ein kleines Gewächshaus. Man hat hier oben, wie man es im RL-Leben im Gewächshaus selber kennt. Hier unten sind Töpfe und Schaufel und Gießkanne und hier oben sind Töpfe, wo man was reinsieht. Ne? So. Dann, ich mache es nur mal kurz vor. Ne? Hier also, wie gesagt, den Inventar kopieren. Ähm, Dann könnt ihr die Box löschen. Also die Box könnt ihr dann. Ne? Oder ihr könnt sie halt nutzen, um weiter zu verkaufen. So, das nehme ich jetzt auch mal zu mir. Und dann seht ihr, tut sich der Name hier auch wieder umändern. Ne, wenn ich das jetzt hier rausretze. Ne? Wenn ich das jetzt wieder hier reinretze, hat es wieder einen anderen Namen. So, und dann einfach hier auf Load gehen. Und dann tut sich das automatisch hier in dieses, sollte eigentlich, ab und zu buggt es, da muss man immer neu aufladen gehen. So, und ihr seht, hier hinten gibt es verschiedene Namen. Ja, dieses AC0 und E0 und AF0. Ja. Ganz ehrlich, damit habe ich meine Probleme. Weil, wenn ich das jetzt hier auf Starten gehe, ne, also es soll ja dann sich vermehren, kommt anschließend einfach nur ähm, nein, kommt einfach nur, ich muss es suchen. Ihr müsst mir ein bisschen Zeit geben. Ähm, Ich habe es doch eigentlich hier immer ordentlich sortiert. Ach so, dann kommt immer die normale Seeds raus, ja. Also einfache Seeds. Hier habt ihr noch den Namen. So, ihr müsstet jetzt eins tun. Ihr müsstet den Namen, den ihr jetzt hier sehen tut, ja, müsstet ihr aufschreiben. Ja, ich habe hier ein bisschen Lack. Den müsstet ihr aufschreiben, müsstet dann hier auf euren Feld oben drauf schreiben, ja, und dann wisst ihr zum Beispiel, welche Wein ihr zum Schluss produziert. So, dann könnt ihr, wenn das alles fertig ist, weil es ist ja jetzt auf No, ne, dann müsstet ihr das jetzt hier hinretzen und das tut dann in das Weinfeld reinladen. Ja, und dann wie gehabt, clear machen, also nicht clear machen, sondern ab und zu mal düngen. Ne? Bei den alten Feldern war das auf der Hut. Ne? Da klickte man, musste man auf der äh, ähm,
auf dem Feld stehen und dann kam hier irgendwie den Namen Düng an. Ne? Das muss man ja mit den alten Getreidefeldern machen, Weinfeldern und auch mit dem Zuckerrohr und mit Kaffee. Mit den Kaffeebäumen muss man das auch noch alles über die alte Hut machen. Also über die Hut düngen. Das geht noch nicht auf das neueste System. So, wenn ich das jetzt natürlich hier alles rausgeretzt habe dann wird das bis zu 300%. Dann irgendwann habt ihr im Menü, das Menü ist jetzt momentan leer, da müsst ihr natürlich auch Wasser hinretzen, das ladet dann Wasser, ne? Also zum Beispiel jetzt hier Wasser, ne? Einmal Wasser hinretzen. Nee, das nicht, lol. Wasser, 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 Wasser. Ich hatte doch jetzt Wasser. Okay. Auf jeden Fall muss man dann Wasser hinzufügen und aufstellen und so weiter und so fort. Ähm, und dass dann der Wein natürlich wachsen kann, ist klar. So. Ähm, Anschließend habt ihr dann zwei Möglichkeiten. Entweder ihr tut ihn dann gleich äh, entweder ihr bekommt ihn normal oder ihr könnt ihn euch hier in so ein Körbchen. Ne, wir haben mal uns ein paar da hingestellt, wer sie dann braucht. Ähm, Hier in diese Körbchen reinretzen oder halt auch normal geben. Ne? So, dann könnt ihr hierher gehen. Ihr könnt aber auch, glaube ich, die Option ist, glaube ich, auch, dass er gleich in Fass reinkommen kann, der Wein. Also ihr merkt gerade an meiner Unterhaltung alleine schon, mit was für ein Aufwand das alles Aufwand beinhaltet. Ja, so und dann könntet ihr den jetzt hier hinretzen, ne? Und ich könnte jetzt hier auf hier oben dieses erste klicken und das würde dann 25, also 29 Minuten dauern, bis das geladen hat. Und dann könnte ich dann den Wein, was da rauskommt, könnte ich dann hier veredeln und machen und tun. Ne? So. Und dann gibt es natürlich noch so ein neues Ding. Ich muss mal gucken, ob ich es auch noch finde. Ah, das ist es nicht. Mm, ja, das sind natürlich die von den Bäumen her, ne, diesen Wein, den ihr von den Bäumen und von den alten Feldern bekommt, könntet ihr jetzt hier auch noch mit eurem eigenen Bild und Logo und habt dann nicht gesehen machen, ne, und könntet ihr dann hier ähm, auch noch Weinfässer von machen. Das sind alte Sachen. Ah ja, jetzt habe ich es gefunden. Und das ist jetzt auch neu, ne? Und hier seht ihr gleich, was ihr dann hier drinnen machen könnt. Ähm, Wenn es ein bisschen geladen hat, das dauert einen Moment. Ich kriege gleich wieder ein Menü. Das nehmen wir mal hier weg. So, sieh da, und hier könnte ich dann Honig machen, ich könnte Getreide machen, ich könnte Reis machen und ich könnte noch ein Produkt machen. Ne? Zum Veredeln von Wein oder Schnaps oder was auch immer, was ihr dann machen wollt. Ne? Hier könntet ihr Wein und Schnaps und so weiter und so fort. Sollte natürlich unter euch, was ich natürlich hoffe, äh, perfekte, also wirklich perfekte Weinkenner sein, ne?
die dann sagen, ach, das hast du falsch erklärt und so weiter und so fort. Also das ist das, was ich weiß. Ne? Und hier bräuchtet ihr, um dann die Flaschen, um das dann alles, wenn ihr das alles gemacht habt, habt ihr ja dann die Weinfässer, ne? Und dann könntet ihr, wenn ihr dann wollt, müsstet ihr dann euch ein eigenes Logo s- ähm, also Logos überlegen, also die müssten dann auch Transfer und alles Copy und alles so weiter sein, ne, eigene Bilder machen. So, und dann müsstet ihr euer Weinfass dahinstellen und diese Dinger, was ihr dann an Flaschen sammelt, angelt, ne, und auch sammelt. Ich sammel's, ganz ehrlich, ich sammle sie nicht mehr. Also, ich tue sie entweder verkaufen oder ich tue sie halt gleich beim Angeln, ich sag's wie es ist, wegmachen. Weil man kriegt ab und zu so viel, das Inventar kriegt man nur von dem ganzen Zeug voll. Wenn ich angel, dann angel ich hauptsächlich für zwei Dinge. Einmal für mich hier für die Hut zu essen und dann zweitens, um eventuell auch ein bisschen was zu verkaufen. Ne? Reich, wenn ihr glaubt, man wird dadurch reich, nein, wird man nicht. Ne? Wird man nicht reich. Ähm, von G&S kann man nicht reich werden, denn die Zeiten sind rum. Denn der Wein fast oder die Flasche, was auch immer, natürlich ähm, bekommt man natürlich, wie beim richtigen Leben auch, ähm, Jahrgänge. Ne? Man kann jetzt zum Beispiel für diesen Monat bekommt man dann, für jeden Monat bekommt man natürlich auch das Datum dann. Ne? Und für zum Abfüllen eventuell andere Designs, Flaschen, was weiß ich auch immer. Ne? Aber das ist wäre so mit so viel Aufwand verbunden. Und deshalb wollte ich euch das nur mal kurz gezeigt haben. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, ne, hier, ich habe wieder, seht ja gerade wieder Lack, ne, und was ist dann, wenn man auf einer Stelle steht, dann sagen wir von Second Life, wir haben Lack. Hier ist dann auch noch mal dasselbe, ne, in Spee, nur dass man dann halt, glaube umgedreht ist es, glaube, dass man hier ähm, noch mal andere Weinfässer in andere Fässer laden kann oder wie auch immer oder gären, wie auch immer. Ne? Ähm, deshalb, ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Auf jeden Fall seht ihr und merkt ihr, das ähm, hat unheimlich viel mit Aufwand zu tun. Also für mich persönlich ähm, wäre das zu viel. Ja, ich stelle das mal hier hin. Der Weinfeld versuche ich mal hier hinzustellen. Ein bisschen, wenn ich weniger Lack habe. Wir haben hier ein bisschen mehr Lack, weil die ganzen Nachbarn rundherum alles zuklatschen müssen. Ähm, und so weiter und so fort. Ich mache auch noch mal ein extra Video über Katzen. Ne? Und ja, nicht wundern, ich habe hier, wie gesagt, Megalack auf einmal, was auch immer. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und ja, bis dann, eure Sen.